Moin Moin zusammen. Es ist 6:15 Uhr und wir stehen am Bahnhof. Ja, in Kuala Lumpur, und zwar soll es jetzt nach Langkawi gehen. Fliegen kann ja jeder und deswegen wählen wir jetzt mal eine andere Transportmöglichkeit, nämlich einmal den Zug und nachher dann die Fähre. Und ihr seid heute mit dabei und guckt euch mal an, wie man von Kuala Lumpur ohne zu fliegen nach Langkawi kommt. Da wir einen Business Class Sitz gebucht haben, können wir hier oben in die Ruby Lounge. Und ja, wenn man reinkommt, da vorne ist der Eingang, der Haupteingang. Dann geht man nach rechts vom Haupteingang und hier dann die Rolltreppe hoch. Ja, wir haben ja jetzt, wie lange haben wir noch? Ja, 50 Minuten ungefähr haben wir noch. Es empfiehlt sich also auf jeden Fall rechtzeitig anzukommen, dass man sich hier zurechtfinden kann und dass man nachher nicht in Zeitdruck kommt. Außerdem wollen wir uns ja noch die Lounge angucken. Morning. Let me see your ticket. Hier. Okay, you can scan ticket here. Okay. So, muss man hier einmal scannen. Dann suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen aus. Es ist auf jeden Fall schön groß und ruhig hier. Ja, das ist einmal die Ruby Lounge. Das heißt, wenn man einen Business Class Sitz hat, dann kann man vor Abfahrt hier in diese Lounge. Es gibt sehr gemütliche Sitze. Genau, hier gibt es Kaffee und hier sind die Toiletten. Also es ist angenehm kühl, nicht so luftfeucht wie unten in der Halle. Man sieht es auch schon, es ist ein bisschen beschlagen hier. Daniela hat schon den besten Platz hier ausgesucht, nämlich die Sitze direkt neben der Steckdose. Das heißt, man kann die Geräte dann auch laden. Sehr gut. Yes. So, dann geht's raus, dann wird man geführt. Jawohl. Thank you. So. Ja, also man wird ganz gut geführt. Da sind sozusagen Lotsen, die einen dann zum richtigen Bahnsteig hinweisen bzw. sagen, wo es dann längs geht. So, da ist unser. An den Displays steht alles Nötige dran, nämlich einmal hier die Zugnummer, dass man auch im richtigen Zug ist, dann hier der Waggon und auch das Ziel und ja, wo man gerade ist. Wir sind hier gerade in Kuala Lumpur am Hauptbahnhof. Also auch hier an den Displays hier oben kann man es nochmal sehen, die Zugnummer, dass man auch im richtigen Zug ist. Und ansonsten hat man hier auch Guides sozusagen, die einen hier auch noch helfen können. Ja, dann. So, oh ja, schön kühl ist es. 12. Da sind direkt unsere Sitze. Ja. Wir gucken uns mal die Toilette gerade an. Das sieht hier so aus. Also alles Notwendige vorhanden. Ist sauber. Ja, wenn man nicht Business sitzt, dann gibt es hier die nächste Klasse. Also ist in einer 2-2-Konfiguration. Ja, hier in der Business Class hat man eine 2-1-Konfiguration. Oh, du hast schon da ein Display schon ausgecheckt. Das Schöne ist, wir haben hier auch direkt einen Blick auf das Display und da sieht man genau, wo wir uns befinden, wo es hingeht sozusagen, was also
die nächste Station ist. Also die ersten Sitze sozusagen im Waggon finden wir sind ziemlich gut. Wir haben zwar keine Ablagefläche oben, da ist nämlich nichts, die fängt erst hinter uns an sozusagen. Aber dafür haben wir einfach sehr gute Beinfreiheit und auch niemand, der den Sitz zurückmacht vor uns. Also man kann das hier sehen, da ist direkt dann die Tür. Hier vorne können wir unsere Koffer lassen. Also haben wir eigentlich auch genug Platz für. Und ja, also ich bin sehr zufrieden mit der Sitzplatzwahl hier. Auf jeden Fall. Hier in den Sitzen ist auch ein Tischchen verbaut. Da kann man dann, kriegt man sein Essen serviert und kann auch, wenn man arbeiten möchte, einen Laptop aufbauen hier. Steckdosen gibt es auch, habe ich gesehen, hier an der Seite. Jawohl, sehr gut. Also für Steckdosen ist auch gesorgt. Da ist noch ein Display. Ja, wir haben hier auch eine Sonnenblende, die man manuell hoch und runter schieben kann. Jetzt fahren wir morgens, das heißt 20 nach 7 geht's los. Da werden wir das wahrscheinlich erstmal noch nicht brauchen. Also es gibt auch hier Verstellbare Kopfstützen. Genau, so ein kleines Kissen. Das kann man in der Höhe verstellen. Aber so klein bin ich nicht. Ein kleines Kopfkissen. Ganz nach oben. 7:20 Uhr, also auf die Minute pünktlich geht es los. Pünktlicher Start. Ja, die Zugfahrt geht jetzt 4 Stunden 40 und wir sind mal sehr gespannt, wie das so wird, wie so der Service ist und alles. Mal sehen. So, jetzt kommt Tee und Kaffee. Wunderbar, wir werden versorgt. Ja. So, wird der Tisch auch ausgefahren hier. One tea, please. Mhm. So, können wir mal gegentesten. Einmal Kaffee, einmal Tee. Gucken wir mal, wie was schmeckt. Also, wir haben bekommen eine Snackbox. Gucken jetzt nochmal. Kleinen Orangensaft. Ah ja. Ein Nüsschen. Genau, gesalzene Erdnüsse. Kopfhörer. Genau, die braucht man für das Display. Ich dachte schon, die wären essbar. Kannst du mal, vielleicht sind die aus Marzipan, wer weiß. Haben noch nicht reingebissen. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben Kaffee bekommen und Tee bekommen. Und dann gibt es Zucker und so einen kleinen Löffel. Eine Serviette ist mal mit bei. Frischungstuch, glaube ich. Ah ja. Zucker. Und Sandwich. Das scheint mit Käse zu sein. Ja. Käse und Salat. Zumindest vegetarisch. Das ist ja schon mal was, ne? Ja, die Ansagen werden auch in Englisch durchgesagt. Also das ist ganz angenehm, weil dann verstehen wir auch, was gerade gesagt wird. Ja, hier wird immer gezeigt, wo man sich gerade befindet und was die nächste Station ist. Es gibt auch immer so ein kleines Bild von der Stadt rechts daneben. Das finde ich auch ganz nett. Ja, ich habe hier mal das Display ausgeklappt und einer der Menüpunkte ist, dass man Essen und Trinken bestellen kann. Das muss allerdings bezahlt werden. Den Preis sieht man hier hinten in Rot, in Ringgit. Um den Europreis zu erhalten, muss man durch 5 teilen. Das heißt, hier Nasi Lemak kostet beispielsweise 2,20 €. Es gibt dann noch so eine Art Rendang. Hier noch ein Mi Goreng. Eine Hühnchenlasagne. An Getränken gibt es Tee, Kaffee und an Snacks gibt es ein Thunfisch-Sandwich, Chips, ja, und das war's. Kann man hier noch auf Internet gehen, Internet Access, und es funktioniert. Hey, super. Und guckt mal, was ich gefunden habe. Online Travel Reports.
Sehr gut. Und direkt erste Klasse im Zug in Indonesien. Also in dem Zusammenhang, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich gerne tun. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Mit dem Display sieht man auf jeden Fall businessmäßig aus. Gerade besetzt. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil. Es gibt hier in dem Business-Class-Waggon gibt es keine eigene Toilette. Das heißt also, man muss jetzt in den anderen Waggon, 2 Waggons teilen sich eben eine Toilette. Das kann natürlich dann schon mal voll werden. Das heißt, steht hier und da doch ein bisschen an. Ja, wir sind jetzt 1,5 Stunden im Zug und so langsam wird es doch ein bisschen kühl. Deswegen ist gut, wenn man noch einen Pulli greifbar hat oder eine Jacke, die man sich schnell überwerfen kann. Empfiehlt sich auf jeden Fall. Wir müssen ja noch 3 Stunden ungefähr hier fahren und wir haben es jetzt so Ecke 22 Grad. Also ist schon gut, wenn man noch was überziehen kann. Ja, es gibt noch ein warmes Mittagessen und es gab Hühnchen mit Reis und ich habe nach einem vegetarischen Gericht gefragt und die hatten noch direkt 2 übrig. Von daher können wir jetzt gleich auch ein bisschen was essen. Hier mal ein kurzes Wetterupdate. Die nächste Station ist unsere, da müssen wir raus. Ansonsten eine ruhige Fahrt in einem modernen Zug. Wir hatten Weinfreiheit, es gab ein Frühstück, Mittagessen, Wasser, Tee, Kaffee. Also von daher kann man nicht meckern. Zusammen haben wir 70 € bezahlt, das heißt also 35 € pro Person für die 4,5 Stunden Fahrt. Ja, also absolut fairer Preis, wie ich finde. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich auf dem Bahnsteig wieder. Wir sind jetzt aus dem Zug raus. Wir haben eine halbe Stunde Verspätung, aber ist kein Problem. Also wir haben genug Zeit jetzt, bis die Fähre abfährt und ja. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ein Taxi bekommen. Das machen wir am besten über die Grab-App. Ich hoffe, das funktioniert hier. Und fahren jetzt nochmal so 20, 25 Minuten rüber bis zum Hafen und ja, gucken dann mal weiter. Ansonsten sind wir auch schon in Indonesien Zug gefahren, auf der Insel Java. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Also, Grabcar ist bestellt. Kommt gleich an und dann gehen wir mal Richtung Ausgang. So, beim Ausgang muss man noch einmal das Ticket scannen, damit man rauskommt durch die Schranke. Grab ist jetzt auch schon da, direkt. Gut, dann geht's mal los. So, wir sind am Hafen angekommen. Müssen jetzt gleich nochmal ein Check-in machen. Da gucken wir mal, wo wir da hin müssen. Also hier ist der Eingang, dann wollen wir da mal gucken. So, jetzt wird es nochmal stressig, weil es fährt auch um 1 Uhr noch eine Fähre statt um 2:30. Dann können wir die gerade noch nehmen, dann sind wir nämlich schon drüben, ist das schon erledigt, solange das Wetter noch einigermaßen gut ist. So, da vorne geht's drauf. So, haben wir noch eine Fähre früher geschafft sogar, das ist ja super. Plätze haben wir. Toiletten gibt es scheinbar auch hinten. Und noch einen Fensterplatz ergattert. So, wir sind jetzt auf der Fähre nach Langkawi von Kuala Kede aus. Wir haben jetzt eine Fähre noch früher bekommen, weil trotz verspätetem Zug sind wir hier noch sehr gut durchgekommen und wir kommen jetzt 1,5 Stunden früher noch an sogar. Normal hätten wir die Fähre um 2:30 genommen. Jetzt war die Fähre um 1 Uhr noch da und da haben wir jetzt noch schnell Tickets gekauft für. Die anderen sind leider nicht gültig dafür, aber kostet nur so 12, 14 €. Habe ich jetzt gesagt, okay, da kaufe ich jetzt nochmal die Tickets, bevor wir hier 1,5 Stunden rumsitzen. Ja, die Fahrt dauert jetzt ungefähr, ich glaube, so 1,75 Stunde, also 1,5 Stunden so circa. Und ja, so mal gucken, mal schauen, wie der Wellengang so ist. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, hier sieht man nochmal das Innere, sozusagen, also den Innenbereich der Fähre. Da gibt es relativ viele Sitzplätze. Und
vorne sind noch so, so Bildschirme zur Unterhaltung. Da sind dann auch es gibt auch einen Raum, wo dann die Koffer untergebracht sind, sodass man die nicht mitschleppen muss. Aber wir haben jetzt unsere hier direkt dabei. Wir sind ja auch ein bisschen spät angekommen, also es war ja wirklich super Last Minute. Ja, ist doch ganz schön holprig. Geht schon auf und ab hier. Na gut. Das war das Anschnallzeichen, was jetzt angegangen ist. An diesem Punkt soll man sich jetzt anschnallen hier. Ja, Straße von Malakka, aber auch im Regen. Also es regnet gerade. Ist natürlich ein bisschen unangenehmer, wie sonst wahrscheinlich. Ja, wie hat der eine Kapitän das gesagt? Apfelkuchen schmeckt immer, ne? Egal ob das Schiff raufgeht oder runtergeht, Apfelkuchen schmeckt immer gleich gut. Ja, da hat er wohl recht. Da hinten haben sie schon die Spuckbeutel aufgehangen, kann sich jeder bedienen. Ein paar sind schon verteilt worden und auch schon genutzt worden, haben wir gesehen. Ja gut, ist halt nicht jedermanns Sache, ne? Muss man halt auch sagen. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Und dann melde ich mich dann gleich mal wieder zurück. So, die Hälfte der Strecke haben wir ja schon hinter uns. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde 5 oder Stunde 10 gefahren bisher. Und ja, über die Hälfte schon durch. Das Wetter ist regnerisch, also konstant diesig. Man kann draußen nicht so wahnsinnig viel sehen. Man sagt ja, wegen den Sitzplätzen sagt man ja, dass man möglichst weit in der Mitte sitzen soll. Also nicht zu weit links, nicht zu weit rechts. Nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Das ist auch alles korrekt, wenn man das physikalisch betrachtet, wegen dem Hebelarm. Aber es ist so, dass man hier eben, wenn man in der Mitte sitzt, kann man nicht wirklich rausgucken und man kann nichts wirklich fixieren. Und deswegen muss ich sagen, für mich funktioniert einfach der Fensterplatz hier wunderbar, weil ich kann schön rausgucken auf den Horizont, der bewegt sich nicht so wirklich. Das heißt, man hat da einen Fixpunkt und kann dementsprechend auch, wird einem auch nicht schlecht oder irgendwas. Also für mich funktioniert einfach der Fensterplatz sehr, sehr gut. Wir sind gleich schon da, dauert nicht mehr lange. Also man kann Langkawi schon sehen hier. So, guck, Land in Sicht. Wir laufen jetzt gerade in den Hafen ein. Also es ist jetzt 15 Uhr. Wir haben jetzt also ungefähr so 2 Stunden gebraucht für die Überfahrt. Die Türen sind geöffnet. Es kann losgehen. So. Die Brille ist beschlagen. Wir sind gut auf Langkawi angekommen. 2 Stunden Fährfahrt, 5 Stunden Zugfahrt ungefähr. Ja. Und jetzt bestellen wir uns einen Grab zum Hotel bzw. zur Unterkunft. Und ja, begleitet uns nochmal mit. Dann belagert hier. Wird man direkt belagert. Also ich muss jetzt erstmal einen Grab bestellen über die App und dann gucken wir mal, wo wir dann genau hin müssen. So, hier wird für gute Stimmung gesorgt. Alright, so, das ist unser. Ja, es ist jetzt 16 Uhr. Wir sind seit 6 Uhr quasi aus dem Hotelzimmer in Kuala Lumpur raus. Und wir sind jetzt hier an der neuen Unterkunft auf Langkawi angekommen. Also wir sind jetzt 10 Stunden unterwegs. Wir hatten noch ein bisschen Glück, dass wir noch eine Fähre eher nehmen konnten. Dadurch haben wir noch mal 1,5 Stunden gespart. Ja, so habt ihr jetzt mal den ganzen Ablauf gesehen.
Also es ist nicht kompliziert, also relativ einfach zu machen. Also man muss nicht unbedingt fliegen, sondern man kann eben auch mit Zug und Fähre fahren und dann mit Grab, sprich mit Taxi. Und ja, es klappt alles wunderbar in einem Rutsch so durch. Ja, was hat euch am besten gefallen oder würdet ihr das auch mal ausprobieren oder würdet ihr lieber das Flugzeug nehmen, den etwas schnelleren und vielleicht auch bequemeren Weg? War auf jeden Fall schön, sehr interessant mal zu machen und ja, jetzt gucken wir mal, wie wir die nächsten Tage hier auf der Insel Langkawi verbringen. Wir werden berichten. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt dran, genau, richtig. Bis demnächst. Ciao.